Hallo liebe Modellautofreunde, heute begrüße ich euch wieder zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hier um eine Dealer-Edition. Was wird sich wohl hier drin befinden? Ihr seht schon, der Audi A8 W12. Und zwar ist das das Modell D3 4E. Ja? Und dieser Wagen ist im Prinzip, ja, meiner Meinung nach das schönste Audi-Modell, beziehungsweise meiner Meinung nach ist die ganze Serie dieser Modelle, also sprich der A4 B7 zum Beispiel oder der A6 C6, ist für mich die schönste Serie. Die Verpackung ist die Dealer-Edition und wir können hier sehen, hier steht die Seriennummer bzw. die Artikelnummer und hier Details, könnt ihr Pause machen und durchlesen. Was ich natürlich sehr beeindruckend finde, ist, dass das ein 6,0 Liter Motor ist mit 12 Zylindern, also sagt ja schon W12. Und der hat über 450 PS, beziehungsweise genau 54. Und ja, an der Seite steht wie gesagt das. Hier hinten ist gar nichts drauf und auf der Seite auch nicht. Die Oberseite sieht so aus. Steht Auto Collection drauf. Und hier ist das Audi-Logo. Und auf der unteren Seite, da sehen wir die Firma. Und zwar, der Wagen ist von Kyosho. Also sprich wieder ein sehr hochwertiges Modell meiner Meinung nach. Und jetzt geht es los. Ich packe ihn für euch aus. Und es geht los. Ach ja, der Maßstab ist natürlich 1:18, wie ihr hier sehen könnt. Gut, wir sehen uns. Bis gleich. So Leute, ich habe das Auto jetzt für euch ausgepackt. Und ich will da erstmal zu entschuldigen, die Geräusche hier von den Vögeln und die Menschen gehören natürlich nicht ins Video, aber es ist ja die Tage sehr, sehr heiß und ich bitte um Verständnis. Also hier seht ihr das gute Stück. Fangen wir gleich vorne an. Und zwar, ihr seht hier den Single Frame Grill, ja, von Audi. Und ich habe ja vorhin schon im Eingangs des Video gesagt, die Version von den Audis mit diesem Grill hier, ja, gefällt mir am allerbesten. Die neue Generation finde ich nicht so schön. Ne? Und die Vorgänger, wie gesagt, vor allem der Vorgänger A8, da habe ich immer gedacht, da fehlt irgendwas. Und dieses Modell, also die Modellpflege, das Facelift, hat auf jeden Fall das gewisse i-Tüpfelchen, sage ich mal, ja. Ich finde einfach, dieses Auto ist perfekt gelungen und meiner Meinung nach zeitlos, ja, das Design. Ihr könnt, wie gesagt, nochmal am Nummernschild sehen, das ist die Dealer-Edition von Audi. Wer jetzt nicht weiß, was eine Dealer-Edition ist, das ist im Prinzip die Version, die man beim echten Autohändler, wo man auch das Original kaufen kann, erwerben kann. Ja? Also sprich bei Audi in dem Fall, entweder damals im Online-Shop oder beim Händler halt, wie gesagt, ja. Hier vorne kann man erkennen, neben den olympischen Ringen, sag ich mal, ja, hier vorne seht ihr die W12 Badge bzw. Emblem. Und wie eingangs erwähnt, habe ich ja gesagt, das sind halt, das steht für die 12 Zylinder, die dieses Auto hat. Ja. Und was halt natürlich eine ungeheure Kraft ist. Ich habe vorhin noch was vergessen zu zeigen. Und zwar hat Kyosho wieder so einen kleinen Nippel dazugelegt. Also sprich so eine kleine Hilfe für die Öffnung von Türen oder in dem Fall Motorhauben. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Im Regelfall müsste es ja. So. Ja. Lässt sich noch zäh öffnen. Das ist ein guter Zustand der Wagen. So, und hier könnt ihr den Motor sehen. Prachtvolles Gerät, richtig fett und meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Im Original ist ja auch alles Mögliche abgedeckt. Und ihr könnt sehen, hier hinten die Wischanlage, die man abfüllen kann.
Hier vorne sieht man sogar den Ölmessstab, der orangene, ja. Und hier vorne steht auch nochmal W12 6,0 Liter. Das ist die Front und sehr schön. Ja. Jetzt schließe ich das Ganze mal wieder. Und wir kommen mal zur Seite. Und hier sieht man auch, die Form dieses Wagens ist einfach sehr elegant. Ja. Die Felgen sind auch sehr imposant. Sie passen auch irgendwie überhaupt zu dem A8 wie angegossen. Es gibt noch die Version vom S8, die gefallen mir noch einen Ticken besser die Felgen. Aber die sind auch nicht schlecht. Ja. Kommen wir zur Heckansicht. Und hier kann man auch noch mal schön lesen. A8 und hier das 6,0 Quattro. Ich öffne meinen Kofferraum. In der Hoffnung, dass ich das beim ersten Anlauf hinkriege. Hätte mich auch noch recht schwer. So, hier könnt ihr reingucken. Natürlich auch wieder ausgekleidet mit Teppichimitat. Sehr gut umgesetzt alles. Hier die Chromleiste und hier unten sieht man die großen Endrohre der Auspuffanlage. Hier die Gutablage. Hier nochmal die andere Seite. Und ich drehe das Auto um und zeige euch jetzt nochmal das Interieur. Dazu nehme ich hier wieder den Türöffner. So. Ganz vorsichtig. Denn hier soll ja nichts kaputt gehen. Das ist die Fahrerseite. Und beziehungsweise das Interieur ist ebenfalls meiner Meinung nach eines der besten und schönsten, die es bis dato jemals gegeben hat. Da ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Es sieht edel aus und es mutet einfach verdammt luxuriös an und es passt einfach zum Audi A8 wie zu keinem anderen Auto meiner Meinung nach. Ihr könnt sehen hier bei der Tür die kleinen Knöpfe für Fensterheber. Hier vorne eine Spiegelverstellung. Kleine Seitentür, die vorne die Boxen. Und hinten auch nochmal hier für die Spiegel, Quatsch, für die Fenster, Türöffner. Und innen drin im Fond sehen wir, hier vorne ist auch nochmal eine Konsole für Klimaanlage. Und auch die Innensitze sind sehr schön umgesetzt worden. Einschnallgurte kann man sehen. Ja. Andere Seite kann ich euch auch noch mal zeigen. So, die andere Seite sieht so aus. Große Überraschung. Natürlich nicht viel anders, außer dass kein Lenkrad da ist. Und hier könnt ihr noch mal sehen, wie schön diese Mittelkonsole Schrägstrich das ganze Armaturenbrett aussieht, ja. Also wirklich gerade in dem Beige mit dem dunklen Kontrast des Wagens sieht das Ganze wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Schiebedach hat er leider keins, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ich zeige euch jetzt nochmal vom Namen den Innenraum. Hier. Das sieht doch wirklich gut aus, oder? Hier das Fond. Sehr schön mit dem Beige. Der Dachhimmel. Kann man auch nochmal sehen. Und ich zeige euch nochmal die Fahrerseite von Namen. Hier. Na, komm, jetzt. Die Fahrerseite von Namen. Wenn euch das auch gefällt, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben.
Das war die Vorstellung des Audi A8 W12 in der Dieter-Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich, wie gesagt, auf einen Daumen nach oben freuen. Ein Abonnement wäre wirklich schön. Ich freue mich wirklich über jeden neuen Abonnenten, der kommt und Spaß dran hat, diese Videos hier anzuschauen. Ihr könnt auch mal selbst sagen oder in den Kommentaren schreiben, ob ihr Autos sammelt oder ob ihr einfach nur schöne Autos anschaut von anderen. Oder ob ihr vielleicht Lust bekommen habt, Autos zu sammeln. Würde mich freuen. Also in dem Sinne, genießt noch den restlichen Tag oder Abend, morgen, je nachdem wann ihr das Video guckt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ich sag mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei GLK Model Car Universe und macht's gut. Ciao.